Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Hause Guinand. Mein Name ist Matthias Glüh, ich bin Geschäftsführer und Inhaber des Frankfurter Uhrenherstellers Guinand. Thema des heutigen Videos ist unser Metallband Typ H Serie 2 mit der neuen SVSS Schließe. Aber zunächst mal ein kleiner Blick zurück. Es gibt zu diesem Metallband, über das ich heute sprechen möchte, gibt es eine Historie. Es gibt nämlich tatsächlich ein Vorgängermodell aus den 2000er Jahren. Das habe ich auch mal mitgebracht, damit Sie sich ein Bild machen können, warum das Design unseres Metallbandes so aussieht. Das ist das ursprüngliche. Das gab es so bis Mitte der 2000er, also 2005, 2006. Gestiftete Verbindungsteile und eine Blechschließe. Das Band gibt es schon lange nicht mehr. Die Anstoßbleche am Gehäuse sind aus Blech, gebogenem Blech. Im Jahr 2018 haben wir mit unserem H-Typ-Band den Nachfolger dieses Bandes vorgestellt. Ähnliches Design, aber in der Konstruktion und aber auch im Detail deutlich verändert. Und so ein Band habe ich jetzt auch mitgebracht, damit Sie da mal sehen, wo ist der Unterschied. Geschraubte, massive Teile, eine massive Schließe. Sie sehen hier die Funktion mit den zwei Drückern, kein Sicherungsbügel. Die Anschlussstücke bei diesem Metallband an das Gehäuse sind massiv und so konnten wir mit diesem Band an das Design des Vorgängers anknüpfen, aber weiterentwickelt, ich habe es gerade schon gesagt, die Bandstücke sind an den Seiten mit einer Phase versehen. Das ist das auffälligste Unterscheidungsmerkmal zwischen dem ursprünglichen Band und dem Metallband Typ H Serie 2. So, die Entwicklung geht weiter bei Guinand, das wissen Sie. Wir arbeiten ständig an neuen Dingen, wie wir Sachen besser machen können, wie wir uns weiterentwickeln können. So haben wir in 2021 den Typ Serie 2 vorgestellt. Serie 2 bedeutet Weiterentwicklung nicht am Design, sondern an der Technik dieses Bandes. Und das augenfälligste Unterscheidungsmerkmal dieses Bandes ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, das Band vom Gehäuse der Uhr werkzeuglos zu entfernen. So, ich habe das jetzt mal hier, dann sieht man das. Das geht bei diesem Band tatsächlich so, indem das letzte Bandglied hier vom Gehäuseanstoß schon geschraubt ist. Alle anderen sind ja weiterhin geschraubt, wie schon bei dem Modell zuvor. So, ich habe das mal mitgebracht hier, damit Sie sehen können, wo ein weiterer Unterschied ist. Wir haben den Schließendeckel deutlich kräftiger gemacht. Dazu nehme ich mal beide Bänder und zeige die mal nebeneinander. Ich glaube, dann sieht man das, dass dieser Deckel deutlich kräftiger geworden ist. Dieses Metallband Typ H Serie 2 ist unser Standardband für Uhren mit 40,6 bzw. aktuell 40,7 mm Durchmesser. So ein Gehäuse habe ich jetzt mal mitgebracht. Das ist ein Chronographengehäuse, was wir, ein Mittelteil von einem Chronographengehäuse, was mit Hilfe des Anstoßes hier mit dem Band verbunden wird. Bei der Konstruktion, deshalb haben wir das so modular gemacht, mit abnehmbaren Endstücken, haben wir berücksichtigt, dass wir noch weitere Gehäuse haben, die verwendet werden können mit dem Band, nämlich unser Klassikgehäuse. Ich habe es jetzt hier mal mitgebracht, Handaufzug-Automatik, das ist jetzt eine Handaufzugsvariante und dafür gibt es spezielle Anstoßstücke, die optisch genauso aussehen, aber auf das Gehäuse angepasst sind. Die sind auch auf der Innenseite mit einer Gravur versehen, sodass man erkennen kann, welches Anstoßstück verwendet wurde. Das ist jetzt das Anstoßstück Classic A. Dann gibt es noch Classic B und die nicht markierten sind für die Chronographengehäuse. So,
Wir machen einen kleinen Sprung von 2021 in das Jahr 2023 und zwar genauer gesagt in den Oktober 2023 anlässlich der Uhrenausstellung Watchtime in Düsseldorf haben wir als Weiterentwicklung des Metallbandes Typ H Serie 2 eine neue Schließe vorgestellt, die SVSS-Schließe. Und ich möchte Ihnen jetzt ganz gerne die Schließe am Band zeigen und ich möchte Ihnen ganz gerne die Schließe im Detail zeigen. Dazu habe ich eine komplett auseinandergenommene Schließe auch mit dabei. Dann gucken wir uns im Detail einfach mal die Teile an. So, fangen wir mit dem Metallband an. Und dazu lege ich jetzt mal den Rest zur Seite. Das ist das Metallband mit der SVSS-Schließe. Das ist ein Metallband Typ H Serie 2. Das heißt, wir kennen, was das Metallband und die Schließe angeht, nur den Unterschied zwischen Serie 1 und Serie 2. Das heißt, mit Schnellwechsel-Endstücken und ohne Schnellwechsel-Endstücke. Die Schließe passt für beide Varianten. Kann auch nachgerüstet werden. Wir haben auch Nachrüstschließen auf unserer Webseite aufgeführt. So sieht das Band aus, so sieht die Schließe von unten aus. Die Schließe hat auch jetzt 2 Drücker, aber in der Konstruktion deutlich anders. Denn wenn man nur einen Drücker drückt, öffnet sich die Schließe nicht. Die hat unabhängige Verschlussmechanismen für beide Drücker. Und der weiterhin größte Unterschied ist, dass die Schließe über eine Schnellverstellmöglichkeit verfügt, sodass ich ohne Werkzeug die Schließe um bis zu 17 mm verlängern kann. Und zwar in 11 Schritten. Und ich kann das im montierten Zustand auch zusammenschieben. So, und jetzt gehen wir mal in die Details von der Schließe, weil das, glaube ich, ganz viele unserer Kunden interessiert. Was steckt technisch dahinter? Was haben wir uns gedacht bei der Konstruktion der Schließe? Die Schließe besteht aus gut 40 Teilen und ich hole mir jetzt einzelne dieser Teile mal bei und wir gehen einfach mal durch. Das ist zunächst der innere Bügel, den ich hier habe. Das ist ein Edelstahlfrästeil, wie man sieht. Und hier ist mit einer Schraubverbindung schon das erste Glied angeschraubt. So, dann haben wir als nächstes Teil, beginne ich mal mit dem Schließendeckel. Ich glaube, man sieht hier anhand der Materialstärke, das ist ein sehr massives Teil, was wir da konstruiert haben. Und ich habe die Abdeckung des Verriegelungsmechanismus abgenommen. Das ist also gekapselt. Das heißt, man sieht von dem Verriegelungsmechanismus nur die beiden Verriegelungspins. Und dann kann man, glaube ich, gut erkennen, es sind 2 Frästeile hier und da, die unabhängig voneinander ineinander fädeln und sich nur gegenseitig abstützen. Und die sitzen in so einer Wanne drin. So. Die Schnellverstellung besteht aus diesem sehr massiven Metallteil, gefräste Verzahnung hier und hier auch das erste Bandglied angeschraubt. Arretiert wird das Ganze durch dieses Metallteil, das im Schließendeckel mit Schrauben befestigt ist und gefedert. Man kann also alles zerlegen bei dieser Schließe für bessere Reinigung, wenn das mal erforderlich sein sollte, oder im Rahmen von der Revision vielleicht ein verschlissenes Teil von der Uhr, vom Uhrenarmband oder von der Schließe auszuwechseln wäre. So, die Schrauben sind recht klein. 4 davon haben wir da drin. Ich habe jetzt einfach mal eine hier hingelegt, mit denen wird die Schließe zusammengeschraubt. Ich nehme die Schließe mal wieder. Hier ist jetzt eine Schutzfolie drauf, damit die Schließe bei Ihnen so ankommt, wie sie bei uns das Haus verlassen hat. Also komplett unbeschädigt, unverkratzt und ohne Fingertappen. Von der Seite sieht man hier unser Markenzeichen für
oberflächenvergütete Schließen oder Gehäuseteile. Das heißt, die Oberfläche dieser Schließe, ob satiniert oder matt, ist immer ca. 1200 Vickers hart. Es kamen jetzt Fragen von unseren Kunden in den letzten Tagen und Wochen. Was verbirgt sich hinter der Beschriftung der Schließe? Auf die will ich dann nochmal zum Schluss eingehen. Genau, ist klar, das ist unser Name, ein eingetragener Markenname seit einer sehr, sehr langen Zeit. Genau ist ja mit deutlich über 150 Jahren einer der ältesten europäischen Uhrenhersteller. Und 1865, und jetzt kann man relativ leicht schließen, ist unser Gründungsjahr. In dem Jahr wurde das Unternehmen Guinan gegründet und deshalb haben wir das mit einem gewissen Stolz, kann man glaube ich sagen, auf die Schließe eingeätzt, als Gravur eingeätzt. Das ist das Metallband. Ich habe es gesagt, es passt an alle Chronos mit 40,6 bzw. aktuell 40,7 mm Durchmesser und an unsere Gehäuse mit 42 mm für die klassischen Dreizeigeruhren, Handaufzug oder Chronograph. Vielen Dank und ich begrüße Sie recht herzlich bei einem unserer nächsten Videos. Schauen Sie einfach wieder mal zu. Danke. Alle unsere Bänder testen wir auf einem selbst konstruierten Prüfstand in unserer Werkstatt, wo wir das Band mit dem Uhrengehäuse an einem Testgestell aufhängen und mit Gewichten belasten. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Ich habe einen kleinen Ausschnitt von so einer Prüfprozedur mitgebracht. In dem Fall hier natürlich dann das Metallband mit der SVSS-Schließe.